Wer seine Flugerfahrung mit dem Microsoft Flight Simulator erweitern möchte, der hat gerade am PC verschiedene Möglichkeiten. Wie sieht das Ganze jedoch auf Xbox aus? Was hat es mit Navigraph und SimBrief auf sich? Was sind die Voraussetzungen dafür? Und nicht zuletzt selbstverständlich die Frage, welchen Mehrwert habe ich denn dadurch? Welche Flugzeuge werden Stand Quartal 1 2024 unterstützt und was kostet mich dieser ganze Spaß? All das in Bezug auf Xbox erfahrt ihr in diesem Video und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Auch wenn ich jetzt hier im ersten Step auf SimBrief einen kleinen, kurzen Flugplan erstelle, dieses Video wird kein Tutorial, wie erstelle ich einen Flugplan in SimBrief, beziehungsweise wie optimiere ich den Flugplan eventuell noch über Navigraph und so weiter. Darüber gibt es auf YouTube jede Menge Videos. Mein Fokus liegt alleine darauf, wie gut oder auch wie schlecht funktioniert das Ganze auf Xbox und was habe ich denn davon. Eine Grundvoraussetzung, um mit SimBrief und Navigraph zu arbeiten, ist auf jeden Fall schon mal ein PC. Die Links zu den jeweiligen Seiten findest du hier unter dem Video in der Videobeschreibung. SimBrief wird über den Browser gesteuert, ist ein Freeware-Flugplanungstool von Navigraph, also kostenlos, und ist seit dem ersten Quartal 2023 so ausgelegt, dass es beispielsweise auch auf Mobilgeräten wie Smartphones oder Tablets gut funktioniert. Nachdem du deinen Account erstellt hast, kann es im Endeffekt auch schon losgehen. Die wichtigsten Parameter sind hier rot hinterlegt, das heißt, du brauchst eine Airline, die du angibst, bei mir ATV für Andiana TV, eine Flugnummer, die beliebig sein kann, sowie ein Start- und ein Ankunftsflughafen. Solltest du die Kürzel für den Flughafen nicht kennen, kannst du über die Suchfunktion auch nach Städten und so weiter suchen. Unter Aircraft Info geben wir dann das Flugzeug an, das wir uns aussuchen möchten. Sollte deine Wunschmaschine hier nicht Teil von sein, dann macht es natürlich Sinn, etwas zu nehmen, was in etwa dem entspricht, was du fliegst. Auf die Flugroute und so weiter hat das freilich keine Auswirkungen, aber zum Beispiel auf Flugzeiten und so weiter. Meine Maschine ist in diesem Fall vorhanden, die Piper M500. Sobald der erste Schritt dann getan ist, was die Flugroute angeht, so habt ihr noch Möglichkeiten, das Ganze zu verfeinern. Unter Selections beispielsweise die Flugregeln, ob es IFR oder VFR sein soll. Ihr habt die Möglichkeit, die Runways zu ändern, von der ihr startet bzw. landet. Und hier unten unter dem Punkt Route habt ihr die Möglichkeit, auch die Flugroute an sich nochmal zu verändern. Auf der rechten Seite habt ihr entsprechende Vorschläge und könnt diese auswählen. Das, was hier in diesem Kästchen steht, wird nachher auch in den Flight Simulator übernommen. Eigene Wegpunkte für individuelle Flugrouten könnt ihr hier natürlich auch hinterlegen. Sobald wir mit unseren Eingaben fertig sind, gehen wir hier oben auf Generate Flight und der Flug wird generiert. Nach der Fertigstellung des Flugplans haben wir jetzt hier keinen direkten Zugriff mehr drauf. Die Maske bzw. die Ansicht ändert sich hier ein bisschen. Wir haben aber jederzeit auch die Möglichkeit, den Flug zu editieren und erneut Änderungen vorzunehmen. Im gleichen Zug erstellt das System eine PDF, in diesem Fall ist diese nun 24 Seiten lang und enthält alle wichtigen Daten. Wir bewegen uns nach wie vor im kostenlosen Bereich, all das können wir in unser Fluggerät übernehmen. Früher oder später werdet ihr euch mit dem sogenannten IRAC-Cycle beschäftigen. IRAC steht dabei für Aeronautical Information Regulation and Control. Definiert werden darüber alle Wegpunkte, Luftstraßen und so weiter und dieser IRAC-Cycle wird alle 28 Tage immer am Donnerstag aktualisiert und alle Neuerscheinungen an Wegpunkten, Luftstraßen und so weiter mit integriert. Der IRAC Cycle wird nur dann immer aktuell gehalten, wenn ihr ein Navigraph-Abo abgeschlossen habt. Zu den Preisen komme ich nachher noch. Wir befinden uns jetzt hier bereits innerhalb Navigraph, einem Programm, das ihr auf dem PC installieren müsst, beziehungsweise welches auch als App für iOS und Android-Geräte, zum Beispiel am Smartphone oder Tablet, verfügbar ist. Auch hier habt ihr nochmal die Möglichkeit, auf eure Flugroute zuzugreifen, beispielsweise wenn ihr den Abflug ändern wollt, was die Runway angeht, weil sich Windverhältnisse geändert haben oder dergleichen. Hier habt ihr die Möglichkeit, nochmal Änderungen vorzunehmen. Außerdem liefert Navigraph dann genau die Charts, die ihr auch im Flugzeug euch entsprechend anzeigen lassen könnt. Apropos Flugzeuge, welche Flugzeuge haben wir denn jetzt im Microsoft Flight Simulator speziell auf Xbox, die diese Funktionen unterstützen? Navigraph hat auf seiner Homepage einen Bereich ausschließlich für Xbox und genau dort geht es unter anderem um diesen Punkt. Wir schauen uns jetzt die Fluggeräte hier mal im Einzelnen an und immer dann, wenn ich die Maschine selbst im Hangar stehen habe, schalte ich in den Microsoft Flight Simulator und wir sehen uns an, wie das Ganze in der Praxis umgesetzt ist.
Das erste Flugzeug auf der Homepage von Navigraph ist der Honda Jet von FlightFX. Insofern ihr euch zum ersten Mal in ein Cockpit setzt, welches die Funktionen unterstützt, müsst ihr selbstverständlich euren Account entsprechend verlinken. Bei den beiden Modellen von FlightFX in Bezug auf den H-Jet und den Vision Jet, den wir uns später auch noch angucken möchten, funktioniert das entsprechend über die Settings. Die Xbox wechselt während dieses Vorgangs auch teilweise in den Browser, damit ihr eure Eingaben machen könnt und das Fluggerät, in diesem Fall der Honda Jet, Zugriff auf euer Navigraph bzw. SimBrief-Konto bekommt. Sobald das Ganze dann verlinkt ist, wechselt ihr wieder zurück in den Microsoft Flight Simulator. Der hat sich in der Zwischenzeit natürlich nicht geschlossen. Am besten drückt ihr einfach auf eurem Controller die große Xbox-Taste und wechselt in den Microsoft Flight Simulator, um euch im Cockpit wiederzufinden. Zur Bedienung des Ganzen, ihr seht schon, ich bin hier mit dem Controller unterwegs, der fette Cursor ist hier zu sehen. Je tiefer ihr in die Systeme eintaucht, desto mehr Sinn macht eine Maussteuerung. Das würde ich euch in diesem Fall auf jeden Fall empfehlen. Im Übrigen ist der H-Jet von FlightFX auch derjenige, der sich am fummeligsten steuern lässt von den Maschinen, die ich im Hangar habe, die Navigraph und SimBrief unterstützen. Wir gehen weiter in der Liste der verfügbaren Maschinen auf Xbox. Die Latin VFR A330 Neo habe ich leider genauso wenig im Hangar stehen wie von Just Flight die Piper-Flotte. Auch hier gibt es mehrere Maschinen, die SimBrief und Navigraph unterstützen. Ebenfalls unterstützt beides die Piper M500 von FS Reborn, die FSR 500 und auch die sehen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Hier wird das Ganze nämlich im Gegensatz zum H- und Vision Jet über ein seitliches Tablet sehr gut gelöst. Die ganze Bedienung ist hier wesentlich intuitiver und eingängiger als bei den erstgenannten und auch die Darstellung ist vom Niveau her auf einer ganz anderen Qualitätsstufe. Alleine das kostenfreie SimBrief, das ihr jetzt hier seht, lässt sich sauber integrieren und sogar eine mehrseitige, erinnert euch, über 20 Seiten starke PDF sauber darstellen. Und auch wenn wir jetzt hier rüber zu dem kostenpflichtigen Navigraph-Part wechseln, ist sofort zu erkennen, dass die Qualität hier nochmal eine bessere ist. Auch in der FSR 500 müssen wir natürlich unsere Accounts entsprechend verlinken. FS Reborn löst das Ganze im Vergleich zu FlightFX aber dann dahingehend, dass genau hier an diesem Display dieses Tablets ein QR-Code erscheint, den ihr mit eurem Handy dann abscannt und euch dort entsprechend, also am Handy, einloggt und die Accounts verlinkt. Solltet ihr in eurer FSR 500 nur Zugriff auf SimBrief haben wollen, so genügt es sogar, wenn ihr unter den Settings hier am Display euren Namen angebt, den ihr in SimBrief verwendet. Alleine dadurch werden dann die SimBrief-Daten bereits abgerufen. Und können wir mal bitte ganz kurz über die Karte hier sprechen von Navigraph? Man kann jeden Straßennamen klar lesen. Richtig gut. Außerdem habt ihr hier am Tablet direkt Zugriff auf verschiedene Ebenen auf der Navigraph-Karte. Neben der normalen Map könnt ihr die VFR-Karte anzeigen lassen, eine IFR Low und eine IFR High-Karte. Ebenso könnt ihr je nach Tageszeit entweder auf eine automatisierte Darstellung, was die Helligkeit angeht, schalten oder auf einen Tag- oder Nachtmodus. In den Settings am Tablet eurer FSR 500 habt ihr außerdem die Möglichkeit, die Navigraph-Charts direkt auf euer G1000NXi hier in der Mitte zu übertragen. Wenn ihr den Haken am Tablet entsprechend setzt, habt ihr auch hier die Möglichkeit, auf die Charts zuzugreifen. Ein weiterer Punkt, den Navigraph unterstützt, ist die Darstellung einer Karte, einer Map, bei euch zum Beispiel auf einem mobilen Gerät, auf einem Handy, auf einem Tablet und so weiter. Dazu ist es wichtig, dass ihr das sogenannte Programm SimLink bei euch auf dem PC zusätzlich mit installiert. Wo das zu finden ist, darauf gehe ich später noch ein. Was aber auch ganz entscheidend ist, ist, dass euer Fluggerät das SimLink-Signal auch sendet, sodass eure aktuelle Position auf der Karte sichtbar wird.
Wir wechseln also in der FSR 500 hier einmal in das AUX-Menü. Dort werden nämlich unsere Navigraph-Daten einmal angezeigt. Simlink steht hier standardmäßig auf Off und das müssen wir hier einmal einschalten. Auch hier wieder der Hinweis, tut euch selbst den Gefallen und steuert das Ganze mit einer Maus an. Das geht wesentlich einfacher. Ihr müsst hier klicken, die Maus teilweise dann rechts und links ziehen, bestätigen durch Klicken und so weiter. Das geht hier viel einfacher mit Maus. Wenn das Ganze dann einmal eingestellt ist, dann bleibt das auch so. Das betrifft im Übrigen auch die erste Verbindung zu Navigraph, zu Simbrief und so weiter. Habt ihr einmal die Verbindung hergestellt, dann merkt das System sich diesen ganzen Vorgang und ihr müsst ihn nicht bei jedem Neustart wiederholen. Erst dann, wenn ihr beispielsweise eine Maschine deinstalliert und neu installiert, dann müsst ihr euch neu verbinden. Wir gehen hier einmal in der Liste auf Navigraph weiter zum Aeromobil. Von Lift to Air kann ich euch leider nichts weiter sagen. Dafür aber wieder zum Vision Chat von FlightFX. Den gucken wir uns hier jetzt auch nochmal im Detail an. Vom Aufbau her ist der natürlich angelehnt an den Honda Jet, an den Hardjet von FlightFX. Das System ist hier nahezu identisch. Allerdings empfinde ich hier die Bedienbarkeit als intuitiver und auch die Darstellung als besser im Vergleich zum Hardjet. Das kann aber selbstverständlich variieren. Der eine kommt mit dem Vision Chat besser klar, der andere mit dem Hardjet. Definitiv einfacher lässt sich im Hardjet wie auch im Vision Chat im Vergleich zur FSR 500 das Simlink aktivieren. Hier kommt ihr auch leicht und locker mit dem Controller hin, hier einmal durchgeklickt, hier gibt es den Punkt Simlink und auch der ist standardmäßig deaktiviert, also hier einmal einschalten, wenn ihr Simlink wirklich nutzen wollt. Zur Erinnerung, Simlink ist die Funktion, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel Charts, Navigraph Charts auf dem Handy nutzt, auch dort eure Karte anzeigen und eure Position des Flugzeugs darstellen lassen wollt. Wie erwähnt, das geht natürlich auch mit einem größeren mobilen Gerät, wie zum Beispiel einem Tablet und das ist dann schon ziemlich cool, wenn ihr euer Tablet neben euch liegen habt während des Fluges und darauf eure VFR-Map darstellen könnt mit eurer aktuellen Position. Eine weitere Möglichkeit, zum Beispiel innerhalb der Charts, ist die Anzeige des Radars oder auch die Anzeige von Windeffekten. All diese unterschiedlichen Charts könnt ihr euch selbstverständlich dann in jedem Fluggerät anzeigen lassen, welches Navigraph Charts unterstützt. Ein weiterer Blick auf die Homepage von Navigraph verrät uns, dass es von Just Flight auch noch die 146 Professional gibt, die Navigraph Charts allumfänglich unterstützt. Auch interessant, zu jedem kompatiblen Flugzeug gibt es auf der Navigraph Homepage beim jeweiligen Fluggerät einen Link, der zu weiteren Detailinformationen zum Flugzeug und den Umgang damit führt. Die komplette Homepage ist auf Englisch, deshalb sind hier auch englische Texte hinterlegt. Wer allerdings möchte, kann das Ganze natürlich auch über den Browser-Übersetzer entsprechend auf Deutsch übersetzen lassen. Kommen wir zu den Preisen. Während Simbrief, wie erwähnt, ja kostenlos ist, aber eben nur einen Teil des Ganzen abdeckt, kostet Navigraph entweder monatlich oder jährlich einen entsprechenden Beitrag. Ein Monatsabo liegt bei 10,77 €, ist monatlich kündbar und das Jahresabo liegt bei 97,15 €. Werfen wir noch einen ganz kurzen Blick auf den Download-Bereich auf Navigraph. Während Simbrief ja über den Browser stattfindet, also nichts installiert werden muss, so wird bei Navigraph Charts beispielsweise eine entsprechende Installation empfohlen, zum Beispiel für Windows. Das Ganze gibt es aber auch für Mac oder auch für iOS und Android. Außerdem findet man hier auch das Zusatzprogramm Simlink, welches ja dann Voraussetzung ist, um auf Mobilgeräten die aktuelle Position zu finden. Ich befinde mich jetzt hier in meiner FSR 500 auf dem Weg von Bremen nach Hamburg und nutze dafür aktuell Simbrief und Navigraph Charts. Mein aktuelles Monatsabo läuft Ende Januar 2024 aus. Das letzte Monatsabo liegt 12 Monate zurück. Ob und wie ich verlängern werde, kann ich tatsächlich noch gar nicht wirklich beantworten. Keine Frage, Navigraph ist ein umfangreiches, beeindruckendes Tool, welches auch auf Xbox einen Mehrwert bietet
und reibungslos funktioniert. Leider wird das Ganze auf Konsole Stand jetzt, Januar 2024, lediglich für eine gute Handvoll Flugzeuge auf Xbox umgesetzt. Wie mit allem anderen eben auch, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob einem das dieser Mehrpreis wert ist. Wie seht ihr das Thema Navigraph und SimBrief allgemein im Microsoft Flight Simulator? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.